Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben zusammen. Heute möchte ich mal wieder die Frage angucken, mit was rechnen wir nicht, was kommt unerwartet auf uns zu. Ich bin gespannt, wo der Überraschungsmoment liegt. Ja, was kommt unerwartet auf uns zu? Und da fliegt mir gleich das Buch raus. Ne? Ein Geheimnis eröffnet sich. Man macht eine Erfahrung, man bekommt eine besondere Instruktion. Man kriegt ein Wissen, das man benötigt. Hier ist es so, dass man vielleicht so ein bisschen diskutiert, ne? Oder sich streitbar machen muss oder einen Konflikt mit sich selber austrägt. Hier kann auch sein, es kommt einem etwas ans Ohr, also tatsächlich ein Geheimnis wird gelüftet und löst einen Konflikt aus. Das kann jetzt das Gegenüber betreffen. Möglicherweise, wir fragen ja fürs Kollektiv, da sind verschiedene Szenarien möglich, ist es auch so, dass man sich überlegt, in wen investiert man noch etwas. Oder wo habe ich einen Partner, der vielleicht nicht alles mitteilt oder mir bewusst etwas verschweigt. Wie viel Ehrlichkeit brauche ich? Wo ist Unehrlichkeit? Wir haben den Klee dabei. Es scheint auch irgendwie so zu sein, dass wir hier geprüft werden und dass wir diesen Test bestehen. Es kann sein, dass es daran liegt, dass irgendetwas zu oberflächlich ist. Ja? Und wir wünschen uns eine tiefere Wahrheit, nenne ich es mal. Eine tiefere Erkenntnis. Die Sterne. Hier ist der Erfolg. Hier ist ein bisschen Magie. Hier ist auch ein bisschen Glück. Man hatte vielleicht in der Vergangenheit schon mal irgendwie so ähnliche Erfahrungen oder Dinge geklärt. Und ab diesem Punkt dreht sich die Welt weiter und man kommt auf die nächste Erfahrung, die man so macht. Man hat eine Perspektive genutzt, die man gebraucht hat. Es kann auch sein, dass man hier Gespräche kriegt, die Klarheit bringen. Das kann sich zum Beispiel, ich sage alle Beispiele, um ein Thema handeln, wo man tatsächlich ein neues Kapitel im Leben aufmacht, eine neue Situation beginnt. Man steht hier für sich ein. Etwas braucht wieder Wachstum. Es können auch Sachen sein, die mit der Vitalität zu tun haben oder wo man einfach spürt, ich brauche mehr Verwurzelung, mehr Boden. Hier ist auf jeden Fall die Fruchtbarkeit auf längere Zeit. Es kann auch sein, dass es eine Konfrontation ist mit den Wurzeln der männlichen Ahnenlinie. Etwas bekommt endlich Klarheit. Man versteht endlich irgendetwas. Ja, die eigene Reise ist angezeigt. Vielleicht auch die Träume, die man nicht umgesetzt hat. Diese Möglichkeiten, die ungenutzt blieben, weil man eventuell jemand anderem mehr gegeben hat, als man sich selbst genommen hat. Da wir ja fragen, was kommt unerwartet, kann es auch hier sein, dass irgendjemand unerwartet verreist, einen Kurztrip macht, Wellness, sowas alles.
kleinere Unternehmungen, die Natur aufsucht. Hier kann es sogar sein, man kommt auf irgendein Familiengeheimnis, auf etwas, was bisher nicht ausgesprochen wurde und kann dadurch ein Feld harmonisieren. Das ist hier sehr speziell. Hier sind auch Unternehmungen mit Familienmitgliedern oder man untersucht die Wurzeln, seine eigenen. Man kann einen Kampf beenden, den man mit irgendetwas hat. Man kommt ja, das ist sehr tiefgründig, man kommt an große Blockaden ran, die man hatte im Leben, im Weiterkommen, in Partnerschaften, in Familiendingen. Und man hat zugleich die Befürchtung, manche Hindernisse gehen nie weg. Oh je, oh je. Wir brauchen eine letzte Karte. Ja, und da ist der Blumenstrauß. Das ist schon mal schön. Hier kommt man an ein Geschenk. Eine Situation kann sich wenden. Das hier, das Buch und die Blumen, ist für mich immer auch so eine Überraschung. Eine Wende, mit der man nicht rechnet. Das kann sich hier auf sehr viele Dinge beziehen, ne? Wir haben die Familienthemen, die Vitalität, die Gegenüber, das Wachstum, etwas, was unklar war, das Überwinden einer tiefsitzenden Blockade. Und am Ende habe ich tatsächlich auch, dass hier so Einladungen, Treffen und sowas kommen können, die uns neue Türen öffnen. Wo man Grenzen überwinden kann auch, wo man das Gefühl der Sicherheit wieder mehr verspürt. Schöne Energie. Schauen wir weiter, was kommt Unerwartetes auf uns zu. Was darf ich weitergeben? Die körperlichen Veränderungen. Man zieht sozusagen ein altes Kleid aus oder man legt alte Schuhe ab. Man passt sich dem Leben an. Etwas nimmt, vielleicht auch, wir haben ja hier mit dem Baum, ne, vielleicht auch Dinge, die mit dem Alter da sind, wo man sich erst wieder dran gewöhnen muss. Graue Haare, Falten, ist auch ein zu sich stehen irgendwo, ne, dass man das nicht als Hindernis sieht, nach draußen zu gehen. Und damit verbunden auch, wie gehe ich im Leben und mit meiner Vitalität um. Ne? Hier darf man gucken, wo brauche ich mehr Gutes, das ich mir tue, sei das jetzt Nahrung oder Bewegung oder Wasser, keine Ahnung, ist bei jedem anders. Ne? Aber hier ist schon die Konzentration darauf, wie gehe ich mit mir selbst um. Was esse ich, was trinke ich, was ist Selbstsabotage, wo mache ich etwas Ungesundes. Und gleichzeitig haben wir unten das Ende einer Ära, also hier ist etwas, das nicht mehr gültig ist. Hier geht ja die neue Seite des Buches auch auf und man findet überraschende Möglichkeiten. So, was kommt unerwartet auf uns zu?
Wir haben den Pelikan mit der Auferstehung und hier hat sich noch die Heuschrecke mit umgedreht. Also hier ist tatsächlich ein alter Zyklus, der zu Ende geht. Das doppelt sich. Mit dem Ende einer Ära eine neue Reise beginnt. Und wir haben hier, dass man sich entwickelt hat über die Zeit, über die Jahre und dass man sich ungeahnte Räume öffnen kann. Das ist dieses Überraschungspotenzial, das hier liegt. Ja? Oh Gott, wie lange drehe ich jetzt schon mit herunterhängenden Kamera? Sorry, Leute. Der Pelikan passt eigentlich wunderbar, denn wir sind hier keine Kinder mehr. Wir sind jetzt hier in dem Prozess, wo man in die nächste Stufe geht. Also zum Beispiel vom Kind zum Erwachsenen oder vom Arbeiter zur Führungsposition. Und hier sind gute Übergänge. Also man wird praktisch überrascht sein, wie gut man das schaffen kann, von einer Phase in die andere zu gehen. Man braucht da auch keine Sorgen zu haben. Das ist wie so, ich werde wieder erweckt. Ich ziehe meine alten Schuhe aus und streife eine alte Haut ab und fühle mich am Ende wie neu geboren. Man guckt nach vorne, es kommen neue Aufgaben. Man spürt den ewigen Wandel. Aber hier ist so etwas Wiederbelebendes. Hier tankt man auf. Ne? Man macht sich auf die Reise, man ist bereit. Man wird wieder mit der Natur verbunden auch. Und die Heuschrecke gibt natürlich auch noch mit, dass man sich wie getragen fühlt. Ne? Dass man nicht so dieses Bedürfnis mehr hat, dann müsste allem und jedem gefallen. Hier ist der Kosmos der unbegrenzten Möglichkeiten verfügbar. Und es wird vielleicht sogar ein erstes Mal sein, wo wir das so richtig spüren, wie viel Vielfalt da ist. Man öffnet sich wieder mehr. Die Fülle ist hier nicht nur das Geld, sondern es ist die Kunst, die Musik, der Gesang, der kreative Ausdruck. Und man kann tatsächlich aus dem Vollen schöpfen, neue Kraft tanken. An sich haben wir hier Grün drauf, ist auch eine Farbe der Erneuerung. Und man kann tatsächlich mit dem Kleid, das man anhat, große Sprünge machen, in eine andere Richtung gehen. Und auch hier ist wieder der Hinweis, dass die guten Geister und Hüter der Naturschätze mit uns sind. Wir haben hier die Erde, die Blumen, den Klee, das Wasser, die Berge. Also eigentlich toll. Was möchte unsere Seele uns dazu noch sagen? Was kommt unerwartet oder überraschend? Ja, hier sind innere Konflikte. Es geht um Situationen, die man schon lange beenden wollte oder bearbeiten und man immer das Gefühl gehabt hat, da ist so viel für und wider oder etwas hat mich auch irgendwie zerrissen. Unterm Deck haben wir noch das Thema Freundschaften. Ne? Fühle den Wert einer Freundschaft und denke mit dem Herzen. Auch das ist so, je älter du wirst, je mehr hast du aussortiert, neu aufgefüllt und du weißt eigentlich, was wichtig ist und was nicht mehr. Hier ist noch die Krähe. Ich habe Zugang zur anderen Welt und kündige dir Veränderungen an. Ich führe dich zur Spiritualität zurück und helfe dir, dein Ungleichgewicht wieder ins Lot zu bringen. Wunderbar, ihr Lieben. Dann nehmen wir noch einen Glücksimpuls. Was kommt Unerwartetes? Und dann lassen wir das Ganze so stehen. Ein karmischer Zyklus ist beendet, das Ende einer Ära. Und ein Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Hier ist das Geschenk.
Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.